Connected. User entered your channel. Channel switched. User joined your channel. Hi-ho. Guten Abend. Hi. User joined your channel. Move towards them. User joined your Frequently channel. casting Spark Pulse on their way, which deals damage and stuns anyone within 8 yards. This also deals a small amount of unavoidable damage to random players in the raid. Now these bots can be crowd controlled in most ways, but knockbacks into roots is the best. They do, however, slowly User gain joined a your movement channel. speed and haste increase, which eventually turns into a buff, which significantly reduces the duration of crowd control. So you need to kill these bots before they get to that stage, but they take 99% less damage from spells and attacks. Fortunately, the boss does help you out with this after he has spawned 3 Spark bots by casting World Enlarger. This will shrink 3 random players in the raid. Whilst you're all shrunk down, you deal 99% less damage, and you can be trampled by normal sized raid members. If a player runs over the top of you, you'll be stunned for a second User and joined take a your burst channel. of physical damage, so people really need to Hello. watch out for these little guys. As a shrunk player, you can directly interact with the robots and Namen. enter them as a vehicle. Inside you'll gain 5 buttons. You need to enter a 3-button code to access a self-destruct button, and this needs to be done within 45 seconds. The only issue here is that you don't know what your code is. Only other shrunk players in other robots User joined your know channel. what your code is, as it is displayed 1 button Hey. at a time above Hi. your head. So all 3 players need to communicate to let each other know what their code is all at the same time. There is a few ways that this can be done. Notably, many weak auras and add-ons have been developed, enabling you to send whispers immediately to each player inside a robot to let them know what their code is. But at this current moment in time, we do not recommend it. In fact, some of the developers of these weak auras agree and say that using comms is better. But we do understand that it's not going to be the case for every guild, hence why we're mentioning it. However, we do not have any experience with these weak auras or add-ons, so we're just simply going to explain how we did it. We place raid icons on the robots as they spawn. The moment 3 players are shrunk, we assign one of them to be the leader of the group. It is that player's job to call out the code for the other 2 players. Once he's called for both of them, he will then ask for his own code and one of them will respond. This will be repeated until it's done 3 times, and the self-destruct button can be hit. So let's use this footage as an example. So the leader is telling the square robot, you are yellow. Cross robot, you are also yellow. And then he'll be asking what his own is. Once he knows what his is, he'll push that button, and then the cycle will repeat. Square robot, you are red. Cross robot, you are purple. And then asking again what his robot is. He'll push that button. Last time, square robot, you are purple. Cross robot, you are yellow. And asking for a final time what his own is. At which point, everyone can hit their self-destruct button and continue the fight as normal. You need to do this throughout the entire fight to keep these bots under control, before they do raid damage too frequently and healers fall behind, as well as CC becoming useless on them. Now if you press the wrong button, or take longer than 45 seconds, you will be stunned and removed from the robot and get a really nasty 12-second dock. That without immense spot healing will kill you very quickly, which on top of not getting the robot to even self-destruct is a really bad thing to do. As one last tip to do with these robots, just take your time. You have 45 seconds to give each other 3 bits of information. Just take it chill and you'll be fine. Once you manage to get the hang of that, you will get the boss to 40% health and you'll enter phase 2. At this point he'll jump into the air and take 99% less damage. He'll now begin to spawn exploding sheep around the room. They stay dormant for a couple of seconds and then explode, dealing massive damage to anyone nearby, and then they'll shoot fire in all directions. Getting hit by one of these fires applies a really nasty stacking Shall we dot, so it's talk really business? important that you avoid them. Throughout the phase, you'll still continue to apply the gigavolt debuffs. to User random joined your people. channel. You need to deal with them the exact same way. He'll also apply shrunk to far more players, so you need to be careful of trampling your small friends. This is made worse when wormhole generator is cast. If you all immediately move, the shrunk players will be crushed instantly.
We make a rule of letting the small people Stock mal move kurz um. first, wait a second or Proud two, and Moors the will big guys come protect in. us, as Once they you manage to always survive have. through that, the boss will return and phase 1 will begin again. However, the boss is now buffed with hyperdrive. This increases his attack speed by 30% and he'll begin to do unavoidable raid damage periodically. To add, he will now spawn the sheep during this phase, so you're going to have to continue to avoid them. The worst thing about this final phase is that instead of spawning 1 robot at a time, he will now begin to spawn 2 robots at a time. And the thing is, he doesn't shrink 6 players, he will still only shrink 3. This means that this final part of the encounter is a complete race to the end. You've just got to nuke the boss down Come, before your let healers us fall parley. too far behind from all the raid damage coming in from the robots. Come back Whilst the shrunk anytime. players that you do have do try and alleviate some of the raid damage by destroying whatever robots they can. But that's the encounter. Good luck in a pug. So thank you very much for watching, guys. If you do want a written counterpart for this guide that has loads of useful information and tooltips that you can refer to during your raid, then do go and check out our written work over on Wowhead. A link for that can be found in the description below. If you did enjoy this guide, then please do throw a like on it. It helps us out a lot. And of course, thanks again for watching, and we'll see you in the next one. Catch you later. Hello guys and welcome to the Fat Boss Guide to the Stormwall Blockade. Yes, this two-phase encounter is a big step up in the instance and requires precise coordination in the final phase to stop yourself from being overrun. To add, the healing and damage requirement is much higher than what you've seen so far. Either way, let's jump into the fight from the very beginning. So before you pull the boss, you'll want to split the raid evenly into 2 groups. One group for the left boat and one for the right. The ships can be accessed by clicking on the pterodactyls at the end of the dock. Each ship has its own mini-boss and their own mechanics, however on Heroic they will swap ships, so it's important to know how both of them work. Sister Catherine is the most punishing boss. Apart from doing large unavoidable raid damage with her jolting volley, she will cast Voltaic Flash. This causes orbs to spawn on one side. Normal, jetzt kann ich schon anfangen, ne? Ja. Wo? Baba ist da. Und okay, Druide ist auch da. Ja. Funktionieren, gell? Browse at your leisure. Do check back the new stock. User joined your channel. Hallo. Hi.
Hi. User joined your channel. Guten Abend. Hallo. User joined your channel. Guten Abend. Hi. Hallo. Oh Gott, bei dem kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, der geht relativ wie auf normal, nur das, ich weiß gar nicht, ist das ein Riesentiger, der springt herum, der springt den Spieler, der am weitesten weg ist, immer an. Das wird dann halt ziemlich ungemütlich, wenn wir gerade unter dem Vogel stehen. Müssen wir halt schauen, ja, gut moven. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir das dann irgendwie hin. Dass dann ein Spieler... Schauen wir, dass wir zusammenstehen und dass ein Spieler dann immer rausrennt und... Aber schauen wir uns den mal an, vielleicht schaffen wir es auch so mit normalem Moven unterm Vogel.
Ich glaube, die größte Problem wird nur der Frosch sein, glaube ich. Wie bitte? Der Frosch, ne? Ah, ein Frosch war das, kein Tiger, ja. Egal. Oh ja, nein, ich glaube, ein Tiger kommt, glaube ich, auch noch dazu, glaube ich. Ja, ich hupft in die genau, Kutte beides, rein. ja, beides genau. Der Tiger macht irgend so ein Stromdingens, sieht man eigentlich eh gut. Und der Frosch, der kickt, genau. Das Gemeine ist, der Frosch kickt einen raus, genau wenn wir unter den Vogel laufen müssen, dann springt der Frosch einen an und da muss man rauslaufen, weil sonst wird man rausgekickt und draußen stirbt man halt. Also, ja, in der Vogelphase ziemlich gut ausweichen. Ja, das wird eh in Schloss geschrieben. Genau, ja, der Tiger, ja, genau, er stürmt dran. Das happigste. Wurscht. Ja, wir müssen halt mal schauen, warte, teilen wir noch die Heil-CDs an. Alea als erstes, Poskadon als zweites. Ja, wir können als Krieger auch noch zweimal unterstützen, einmal nicht und einmal nicht mit anspannenden Schrei. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann tut es euch auch immer abwechseln. Dann Bernie, also Shori und Alea als erster, Nietzsche, Poskadon Nummer 2. Bava machst du Nummer 3 und ich halte meinen ILCD mal ready, falls nicht gut ausschaut dazwischen. Okay, passt, dann probieren wir mal. Und da am besten ja, so lang wie möglich da in der Mitte stehen, die Ranges, dann tun sich die Heiler leichter. Steht in den Heilkreisen, genau, da ist eh schon einer. Und der DJ ist er da? Ende. Ah, da steht er, der Nietzsche. Sitzt, ja, grüß dich. Sitzen? Ah ja, passt, Marc. Okay, passt. Und da, du sollst gerade mit dem Handy irgendwie da reden, oder was? Er sitzt auf Klo. Achso. Auch da will ich nicht stören, passt schon. Gut. Five, four, three, two, one. More play for the pack! Und du mal mit Totenkopf machen. Right at home, rolling on your face! Spot. Ja. Da ist der Frosch. So, jetzt die Raptoren. There is no escape for you! Laufen, nicht killen lassen. Genau, nicht so. Spottet's ab, gell? Abgespottet. There is no escape for you! Fuck. Five, four, three, two, one. Der Vogel. So zum Vogel. So, jetzt kommt halt die Kacke mit dem. Stopp. Oh ja, Spot ist gut, ja. Fuck. There is no escape for you! Achtung, die Raptoren. Ich spot den neuen, ich halte den neuen, ich spot dann den neuen. Raptoren stunnen und Fokus.
Ja, ich spot den nächsten, ja. Spottest du mir mal einen ab? Das X. Hab ich. 5, 4, 3, 2, Und dann 1. Vogel. The skies belong to us. Break your bones. Ja. Bot ab. Break your bones. Raptoren. The wind is at our backs. Stopp. Ja. Die. Streams your blood. Fuck. 2 zu viel. 5, 4, 3, Only the strong survive. 1. Nehmen wir uns ab, aber so in etwa. Fools are disposed to die. The wind is my will. Only the strong survive. Food for the solid. Wenn da einer kurz 2 Minuten AFK ist, kann ich dann kurz umloggen und mir was zuschicken? Ja. Also nicht rausschmeißen, weil ich offline bin, das meine ich. Ja, na. Heavy. Who are you? What do you want? Stay away from me! So. What do you want? Stay away from me! Five, 4, 3, 2,
2, 1. More play for the pack! The wind is my will. You look right at home, crawling on your belly. What? Yeah. The wind is Right my at will. home, crawling on your belly. Ich spotte jetzt. You look right at home, crawling on your bellies. 5, 4, The wind is at our backs. 2, Vogel. 1. So, zum Vogel. Jetzt aufpassen. There is no escape for you. Run away, little girl. The wind is my will. Down. You're dead. Run away, little girl. Pack. Run away. Fresh meat. Food for the sun. 5, 4, Bernie, was, 3, Nietzsche, was Food for hauen the wir sun. Richtung? 1. Der Aspekt von Gong hat mich jetzt umgehauen. There was? is no escape. Food Aspekt, for the solid. der Totenkopf. Five, 4, 3, 2, 1. You cannot stand against the law. The skies belong to us. There is no escape for you. Spot.
for you. Bot Paco. Jetzt. The shape of vermin suits you. Echter Vogel. 5, 4, Also wo? 2, 1. Stopp. Da jetzt, okay. Your death strengthens the path. The wind is my will. Ich spotte. Okay, nee, ich spotte noch nicht. Spotte an den neuen. 2 Heiler sind down. Sagst du den? So, den spotte ich jetzt den neuen. Kannst du mir UX abspotten? 4, Stopp, hab ich. 1. The skies belong to us. Spotte jetzt. Run away, little girl. Run away. The wind is my will. Fools are the first to Down. Oh, das überlebe ich dann nicht lang. Ja, schade. 5, 4, 3, 2, 1. Food for the solid. Fools are the first to die. Darf ich da eins auch noch zu sagen? Ja. Und zwar, wichtig bei dem Boss ist der Phasenübergang. Das heißt, die Mini-Bosse da sollten jeweils wenn der Vogel gerade in der Mitte landet, sollte dann der sterben, weil dann wird gleich die nächste Fähigkeit aktiviert. Wenn wir es nicht machen, haben wir Probleme. Zweitens, der Kimball, der darf nie in die Gruppen schauen. Er macht dann Cleave dort, gibt er den Tank sowieso. Und wenn ihn die anderen Mitspieler bekommen, nachher können wir uns gleich niederlegen. Ja, das Aufschlitzen. Das Aufschlitzen, ja. Und da müsst ihr als Tank besonders aufpassen. Wenn ihr 2 Stapel drauf habt, zum Beispiel, ihr dürft euch nicht an den Akku orientieren, der seinen eigenen Tempo-Buff und Damage-Buff drauf hat. Da müsst ihr oft länger ausharren mit ihm. Müsst warten, bis von Kimball der dort ausläuft und erst wieder einen Tankwechsel durchführen. Den Tank will sowieso immer ein bisschen verzögern. Ja, ihr müsst auf alle Fälle auf dem Dot vom Kimball aufpassen. Ja, also es sind ziemlich viele jetzt gestorben an dem Aufschlitzen und noch ein bisschen mehr sogar an Pacus Zorn, also der Frosch dürfte ziemlich viel rauskicken. Ja, und der Frosch ist das nächste Problem, nämlich, ihr als Tank solltet sich wenn der Vogel landet, im Kreis links und rechts davon positionieren, jeweils dass der Boss nach außen schaut und
Wenn's möglich ist, Magier haben wir eh da, die zum Beispiel ins hintere Ende vom Kreis laufen und dann so damit am weitesten weg sind und dann springt der Frosch dorthin. Ich meine, den ersten Frosch, den mache ich meistens als Highlight, da stelle ich mich gleich ganz hintere, ich mache meistens den Totenkopf. Also wenn wir dann zusammenstehen unterm Vogel, weg vom Totenkopf, ich versuche den Frosch immer... Ja, und noch etwas. Bitte, wenn wir unterm Vogel alle zusammenstehen, der würde nie einen Tankwechsel machen. Nee, ist auch sowieso nicht geplant. Das war unbeabsichtigt, dass da auf einmal der Spotz gekommen ist. Weil währenddessen ist es tödlich. Mhm, wirklich tödlich. Gut, komm mal. Five, 4, 3, 2, 1. You cannot stand against the Lord. The wind is at our backs. There is no escape for you. Stopp. So, The wind is my will. So, ich spurt jetzt. Vogel. 2, 1. Den hätte er sich töten sollen, aber egal. so, ja, okay. Das ist so fast. Warte, ich spot gleich ab. Halt noch durch. Der Spot kommt jetzt. Der Kimmel darf nicht in die Gruppe schauen, gell? Spill your blood. Stopp. Ja. The skies belong to us. 5, 4, 3, 2, 1. Der Spot kommt jetzt. Abspotten, 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 abspotten. The skies belong to us. Rend your flesh. Den Geschwindigkeitsbuff von die Raptoren können die Magier mitnehmen. Die wird wieder DH da. Magier, DH auch und so. Mache ich schon die ganze Zeit. Weil dann können wir sie Tschüss, tot, bin Arzt. Nee, Quatsch, nicht den Geschwindigkeitsbuff, das ist irgendein anderer Buff. Den Geschwindigkeitsbuff können wir nicht als DH nicht runternehmen. Ja, also wahrscheinlich ist das diese... Die sind nämlich nicht stunbar, solange wir das... Ja, das können wir runternehmen. Ja. Und ganz am Anfang, wenn sie spawnen, sind sie stunbar und halt, wenn man den dann runternimmt. Frage, wenn ihr die abspottet untereinander, könnt ihr dann den vielleicht stehen lassen? Also kann sich der Tank zu dem bewegen,
wo die meisten Milis dran sind, weil wenn wir Milis dann immer hinterher rennen müssen, können wir halt weniger Schaden machen, ne? Problem ist da... Ja, kann man schon... Ja. Also nur wenn es möglich ist. Ich kenne Tank, also ich spiele kein Tank. Problem ist, Spotten geht dort weiter schneller, dass die auseinanderlaufen, wie jetzt mit dem Boss dorthin rennen, ne? Mit dem zweiten, ne? Na, ihr rennt ja immer aufeinander zu, sag ich mal, ne? Oder eher... Nee, eher weg. eher weg. Also Ja, ich spot von ihm den Boss und renne schon komplett in eine andere Richtung, ne? Ihr müsst halt so weit auseinander stehen. Okay. Nee, es ist nur, dass halt schnell die Phase rübergeht, wenn die zusammenstehen, machen wir weitaus mehr Schaden, ne? Okay, wie gesagt, war ja nur eine Frage oder eine Idee. Nee, kannst du fragen, man kann es durchaus mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. Nee, dann lass, ich will nicht schuld sein. Aber doch, ne? Ja, super, das war klar, ey. Vielen Dank. Wir müssen achten, gerade auch beim ersten ist sich das jetzt immer so ausgegangen, dass er down geht, während wir in der Vogelphase sind. Wenn er wenig Leben hat, nicht kaputt hauen, wenn der Vogel gerade da ist. Richtig. Weil jedes Mal, wenn der stirbt, bekommen wir Schaden über ein paar Sekunden. Das sind jetzt 2, 3, glaube ich, draufgegangen. Anichi, ich glaube, von was du davonrennen musst, ist der Frosch. Na, der Dino. Der Tank kann auch verfolgt werden. Von den Dinos. Ach so, ja, Dinosaurier. gut, das habe ich jetzt jedes Mal gehabt, ja. Also abhauen, oder? Ja, du musst halt schauen, wo halt der Dinosaurier ist, ne? Wenn der ziemlich nah bei dir ist, dann würde ich mich bewegen, ne? Ja, der Tank haltet das schon aus. Aber mit diesen Viper vom Kimball müsst ihr wirklich aufpassen. Jetzt habt ihr beide einen Dot drum gehabt und dann habt ihr wieder zurückgespottet und da beim anderen Tank ist der Dot nicht ausgelaufen gewesen. Ah. Der haut wirklich rein. Und das ist das da. Da. Gut. Das da und das haut wirklich rein. 5, 4, 3, 2, 1. Müssen sie weg. The wind is at our backs. Alter. Shot. Ja. The skies belong to us. You look right at home, crawling on your belly. So. Warte mal, ja. Vogel. 1. Oh Gott. There is no escape for you. The wind is at our backs. Den Gonkel töten. Spotte den Paco jetzt ab, gell? Ich glaub, das wird jetzt eh gut. Jetzt hätte er bleiben sollen. 5, 4, 3, 2, Vogel. 1. The wind is my will.
Gespottet. Ja. Kommt dran. The Minus. wind is my will. Rend your flesh. Ich spotte gleich. Jetzt. Five, four, Vogel. Vogel. 2, 1. The sky belongs to us. Den roten Pfeil über den Kopf haben, auseinander bitte. Fools are the first to Down. die. Fuck. Nietzsche, du hast schon 2 Stacks gehabt von dem Aufstand. Ja, der dauert glaube ich 30 Sekunden, gell? Das ist ziemlich krass zum Only Wegheilen. the strong survive. Tut ihm jemand ein Kohlebecken oder was? Heretic. Fools are the first to die. Nö. Sonst vielleicht mit einem 5. Heiler leichter? Ja, eventuell. 7 Heilen, dann können wir stehen, wo wir wollen. Naja, das vielleicht nicht, Das aber, glaube ich auch nicht. aber es ist vielleicht eine Spur einfacher. Ja. Manhil würde jetzt nice sein, ne? Die Stacks, die wir haben von dem Aufschützen, die laufen ja ab, wenn wir wechseln, oder? Wenn wir abspotten. Hey. Die laufen, die haben 30 Sekunden Duration. Ich habe gesagt, ihr müsst aufpassen, dass ja nicht zu früh wechselst, weil sonst kriegst du den nächsten Stack rauf. Das heißt, ihr müsst den Baku ein bisschen länger halten, als wie diese 11 oder 12 Stacks, was da das DPM sagt, was der hat. Also DPM ein bisschen ignorieren, meinst du? Ja, du musst da deinen Tankkollegen im Fokus nehmen und oder er sagt dir, wenn bei ihm die Stacks ausgelaufen sind und dann erst den Tankwechsel machen. Ja, kann auch versuchen. Ansonsten habe ich ja bis jetzt immer auf DBM verlassen, was wenn der sagt, spotten, da habe ich halt abgespottet. Und ich glaube, das Shari macht auch so. Ja, aber du warte nur ein wenig. Du kannst den Boss in verschiedene Reihenfolge spielen. Hier steht ein Rapport. Oder wir klopfen als erster Pack um, ne? Nein. Bleibst bei der Reihenfolge. Das ist das. Das ist schon in Ordnung. Okay, dann wart ihr auch mit dem Absporten halt. Ja, entweder. Was wir ins Target auch nehmen, ne? Also in Fokus. Richtig, in Fokus setzen, dann siehst du, wenn bei ihm das Debuff ausgelaufen ist. Und dann kannst du wechseln. Patch 8.2 is looming. An encrypted build just hit the PTR. Man, ich will jetzt nur den Nietzsche im The coast Fokus. has just revealed a lot during interviews. Ja, We have bisschen quite a schon. lot to get into. And while their actions have to live up to all of this, I'll say this much. Blizzard certainly are saying... Da ist ja so gedacht, dass zu Beginn sollte es genug DPS da sein, dass wenn der Vogel sich erstmal in der Mitte landet, dass da genau
der Gang stirbt und dann gleich der Kimball herantritt. Und dann geht man unter den Vogel hinein mit dem Kimball und dem Akku. Und dann kommen die Dinos. Und wenn die Dinos da angemacht und sobald die Dinos liegen, wird halt die gezündet und dann wird der Kimball weggeknuckt. Und dann ist nur noch der letzte. Letzte halt übrig, der Akunda. Let's get into the news. Okay, the build. So an encrypted build of patch 8.2 has hit the public test realms. Now this means that they have a build that is up and ready to go, and I'm fairly sure this means that PTR is going to go live this coming Tuesday, Wednesday or Thursday. It's about damn time, and I have an upcoming video that actually lays out the rather wacky situation with BFA's pacing, but overall, this is very good news. So with that said, let's talk about all the new information that Ian has shared about the future of the game. Okay, Flight. Und wie machen wir, damit wir zum Beispiel mehr DPS auf den Gong rauskriegen, machen wir auch den ersten Tankwechsel erst, erst wenn die Dinos kommen, die Dinos spawnen, dass die Milis nicht so verlaufen müssen. Weil ihr habt jetzt an 11 Stacks oder 14 oder 16 Stacks von diesem Skipper, das ist wurscht. Maximal nur warten mit den Abspoten. Ja, ich würde sagen, also wenn die Dinos spawnen, dann wechseln ja die Wheelies, also alle DDs wechseln sowieso auf die Dinos und dann könnt ihr einen Wechsel machen. Ich glaube, das schafft man schon. Da kommt ein bisschen mehr DPS auf den Gong. Und dann sollte mal eine Verlegenheit kommen, dass der Gong noch lebt. Bitte lasst ihn am Leben. Erst wenn der Vogel landet, ermitten, also beim zweiten Mal, da werden wir erst umjucken. Das ist mal wirklich alles gleichzeitig. Ian said that they do not want these zones to feel like the regular formula just applied to a new set of terrain and creatures, which is very good to hear. They want it to, well, they want them both to feel like a different gameplay experience and feel a bit new, so it should just feel different from the regular gameplay of Kulturas and Zandalar. Now, given how Kulturas and Zandalar combine regular world quests and the incursions, well, I suppose I'm left User was moved to your channel. probably not massively world quest Hallo. or at least in terms of content diversity. Certainly that's what I'd love to see for this Hier liegen ja viele Leichen. Corell, du musst den dritten. Dritten? Ja. And the Mechgon is, quote, what you might expect from a normal paradise. Bossgolem 2, Bauer und ich, is set to be more sandboxy and predictable and wacky. Really seems to me a bit closer to the Timeless Isle in terms of its design, which certainly would be a good thing. I mean, the Timeless Isle is kind of amazing. It really did want to yes, it seems to have. Five, 4, 3, 2, 1. More prey for the pack! Wer wird so stehen? The wind is at our backs. You look right at home, crawling on your face! Jedes und Tankwechsel? Spur ab, haben. The wind is my will. Vogel landet. There is no escape for you! 5, 4, 3, 2, 1. Damage drop. Ja. Und die kleinen Dinos wieder.
Also das ist ein Ausnitsche. Ja. Linus bitte machen, den Gong bitte lassen. Bitte leben lassen. Bitte. Okay. So, jetzt kannst du nur abspotten, bitte. Hab ihn. Ah, ich bin schon zu Hause. Ah, knapp nicht ausgegangen. So, genau jetzt sollte der eigentlich sterben. Wenn der Vogel in der Mitte spawnt. 5, 4, 3, 2, 1. Meine Ring. Die, heretic! Only the strong survive! Resulted in a crazy amount of gameplay and playtime that everybody seemed to be okay with at the time. I suspect that it's just something about the pace of that zone really working for players, and the progression of the timeless coins ended up feeling pretty good on new characters when combined with all the buff shrines. And of course it was late in the game for the Disciplinary expansion, which is also the time that loads of people will have had the powerful experience potions saved up from that NPC outside the Great Wall, which of course is no longer in the game, and yeah, therefore probably had loads of characters to grind up at the time of Isle Gear. And really, Blizzard haven't had much of a chance to do something as playful as Mechagon in a while, so it really could be a near perfect place for sandbox-like mechanics, and hopefully it will serve as a bit of a testbed for future types of content. Ian did say that both of the zones will have progression and I think reputations onto themselves, which does make Mechagon actually a bit more beefy than I expected. To be honest, I thought Mechagon would just be another set of world quests and the real content would be in Nazjatar, but it doesn't seem like that's the case. As for Nazjatar, it's hard to know. They said that it's not going to feel like Kulturas and Zandalar, but still will be a bit more traditional. 2, I'm wondering if that just means we cannot unlock stand against the law. They did say they were looking for Plus. zones, so hopefully the wind is at our backs. I'm a little bit skeptical. I really do want to see changes to the formula, but there is no escape. And then I think the final concern that I get dragged up about all of this, then we have not seen the news. I really just want to see the team probably talk about that much. That is the content gating. I think when the content is spread out a lot, it just ruins the pacing of the content. I'm kind of worried. Linus? Okay, next up, the Alliance. Bankwechsel? Because he said this: Alliance players don't have a split in their ranks just yet. Yeah, just yet. So, what, are the Alliance going to have a civil war soon? Some sort of division that's going to want Alliance players making a choice? I don't know, like, I could see maybe... So, gleich. 5, 4, Vogel landet. 2, 1. Der was Dino ist, nicht in Mitte, danke. Damage-Stoff. Ja, Damage-Stoff. Können wir dann auf Paco weitermachen, oder? Ja, oder Außenbahn. Anfahren. Die haben wieder volle Energie, wenn sie... Weiß nicht, einfach warten. Überleben, die Dinos machen. Kann ich schon abspucken? So, nee, war noch nicht. You look right at home crawling on your bellies. Die Dinos müssen down. 8, 6, 5. Oh, hast du gerade gespottet? Nein. Den noch leben lassen, den Gang, bitte. Yeah, just yet. So, what, are the Alliance going to have a civil war soon?
some sort of division that's going to... Jetzt an, killen. I don't know, like I could So, ich nehme den neuen, gell, der kommt. Nee, noch nicht, warte. Teamwohl. Woher nehmen? War, Spock, der Vogel. So, spät, fuck, ich war vorher schon tot, ja. Down on to maintain power at some point. So I'd say that could be the seeds of an alliance division plotline. So with that spicy scoop, let's talk about his general thoughts on narrative. Ian said that the B-plot is going to be taking the 4 here, and that absolutely is what I want to see. Nur Zeit, dass sie müssen, der ist genau hinter mir gespawnt, ist gleich auf mich drauf. And across the board, I think they failed to create a narrative that translates well into the player experience, with most of us being, well, just with us being those passive protagonists. Ian said that there have been a lot of strong opinions because of people's strong connections to those characters, especially with the Horde, and that the team are happy with Sarfang and Sylvanas, Dazara Lore, and the Jaina arc. And I do think they're broadly right. Those are the things that have worked, but bar the battle for Dazara Lore, I think there are stories that don't play well into the player's actual character fantasy. And therefore, I think they're satisfying for Blizzard as creators and for discourse online, but I don't think they've turned into a well-designed narrative game. I think the best examples of World of Warcraft storytelling are things like the establishment of the Argent Vanguard, or Foothold, in Icecrown. That was a set of quests where the player was definitely just a part of an army, but they were important in that, and they kind of felt like they were part of the broader world because of all of that. It felt like you were contributing to it, living in it, having a bit of an impact. I really think that's the core of MMO storytelling when it goes right, and I think that's something that Blizzard have to do a lot more than just focus on having a few cinematics that people will cry at for YouTube videos. Indeed, they talked about their goal with storytelling being the evocation of emotion, and I actually massively disagree with that on MMO storytelling. I think the core of that is to elevate the player's own fantasy, meaning that your job as a storyteller within an MMORPG creating context is to provide the backdrop and the narrative content that is a vehicle for the player's fantasy. I would say more often through the exploration and advancement of the world as spearheaded by your character, and really less through Blizzard's own characters. Ja. And I think this is probably an unpopular opinion when I say it now. Ja, aber wir dann, wenn wir wegrennen müssen. Finde ich schon nicht schlecht. Ja, wenn man wegrennt, ist das echt eine coole Sache, ne? This is the main area where World of Warcraft storytelling has fallen over. I may love a Blizzard cinematic, I might love doing a breakdown of it, but I don't think it's amazing storytelling in the context of an MMORPG. Indeed, I would say that most of their in-game cinematics, as great as they've been, as, you know, emotional rally points for the community, I don't think they've been that useful for the actual player fantasy element of storytelling. Then finally, Ian touched on the choice-based narrative stuff, saying that it's most fits the current story that they've got, and they don't want to just cram the Alliance full of choices purely for the sake of it, which I absolutely do agree with. The reaffirmation of the choices mattering in these interviews was interesting because we haven't seen 5, 4, 3, 2, 1. More play for the pack! The wind is my will. There is no escape for you. Was ist los? Ich spotte jetzt, gell? Motoren und so. Oh. Halt dich aus, passt schon. Und der Vogel. Ist mal Damage auf. Nein. Dinos.
Ja, auf der anderen Seite so passiert ja wieder Unglück. The wind is my will. There is no escape for you. Mal auf die Gong knieten. Ja. Spott ist mir Packer, bin in den neuen. Der Vogel. The wind is my will. Strong survive. Steht nicht so Symbol, ist so weg, gell? Ich spot euch, ich muss unbedingt Paco spotten, so bin ich. Ah nein, müssen wir warten. 10 Sekunden, 6. Zieh mal halt bitte. Und dann auf Kimball bitte. Jetzt spotte ich Paco. Ich muss unbedingt abspotten, das bin ich Meier. 5, 4, 3, 2, 1. Fools are supposed to die. The wind is at our back. Vogel. Und der Vogel. Dinos bitte. Bitte, ja, das 2 Stacks drauf. Ich wollte, bis sie abgerufen sind, gell? Uah, jetzt wird's. Ich hätte das 3 Stacks drauf. Wir müssen mal 35. Durchhalten oder umklatschen. Oh, Alter. Oh, der klatscht den Kimball um. Fist und der Vogel. Ja, Mensch, du. Hey, klatsch den um, das wird uns nichts, er stützt uns Tank bald. Dinos. Akunda ist da. Ja. Könnt ihr nicht schon aufheben? Hell? Ah. Wen hast du jetzt? Da geht's beide. Jetzt liegen. Alea und den Bettelrespekt. Ja, aber ich bleib jetzt liegen. Ja, bleib bitte liegen, bleib jetzt. Danke. Wollen wir nicht, bis wir nicht laufen. Ja, bitte, das ist das, das darf ihm nicht passieren, dass einer 3 Stacks hat. Maximal 2. Bei 2 ist schon ziemlich zart. 2 ist schon ziemlich zart, ich weiß, aber es geht weniger als wie 2 geht nicht. Any of those choices actually pay off yet, so it's going to be just, I guess it'll be interesting to see how these choices actually play out as the expansion unfolds, and if Blizzard will really put consequences in, especially like for those, you know, do you side with Sylvanas or not choices that the Horde have quite recently. Genau, das auch noch, hätte man noch warten sollen. Wenn das mit dem... Wir müssen halt die Tanks, wie gesagt, aufpassen, dass er nicht mehr als 2 Stacks habt. Immer schauen, nicht vorher spotten, bevor er Stack nicht ablaufen ist. Das ist Newton und Vogel, das ist ja, es gibt die Blizzard. Haben wir bitte noch einen Report? Ian said that this is going to be in both active and passive traits. Yeah, so he said that there will be new things for us to keybind, that they will impact our rotations, very much like the actives from the Legion artifact system. And basically this does confirm new abilities for every class in the game,
And that is just wonderful to hear. Yeah, Ultimately, Azurite traits did not fill the void left by artifacts, legendaries, and tier sets. And I mean, this could really go a long way to getting us back in a Legion-like place in terms of how classes feel play. Ian then talked about how they quickly knew that the Heart of Azeroth was a large problem on launch. He said that 8.1 was too soon to implement a real fix, and that 8.2 is their first chance to properly address the feedback from design. Was vom Baku, der Baku, den Debuff, was hat, den hat auf sich selber drauf. Den siehst du bei dir nicht. Das ist auf beim Baku selber. Ich glaub, der tickt 4 Sekunden, ne? Ja, wir reden jetzt von diesem Windbuff, ja, von dem reden wir. Das sind wohl 4... Achso. Ich meinte die Stacks, die wir nicht haben dürfen. Zu die nicht haben dürft, das sind... And what I would say is that I think this arose because they thought about it as a design problem first, and they did not think about designing the player experience first. I think that really explains a lot of their decision making. Many problems would be sidestepped if they were im Bereich nach Gegnern vorne und du kriegst einen Debuff. Der ist stapelbar, 45 Sekunden. Constantly shows us their grand design plans and systems that are meant to solve problems often do so in a way that does not mesh with the player experience. And I think the Heart of Azeroth is yet another example. Der Gimbus Zorn ist das, wenn du den roten Pfeil über den Kopf hast. 3 Spieler haben das. A big failing in the way we approach designing Battle for Azeroth and testing it was da darf innerhalb von 5 Meter keiner stehen. To get the Azurite armor and Azurite traits. We missed some important. Weg und dann spuckt er am 75 Sekunden den nächsten Buff, nächsten, dann stirbt er wieder, ne? Nicht so lang warten. So. Five, 4, 3, 2, 1. More play for the pack! The wind is my will. There is no escape for you. Linus. Tankwechsel? Vergessen? Stopp. Denken ist durch, gell? 5, 4, 3, 2, 1. Vogel? Ja, mein Stopp. Durchdenken zu kennen, willst du noch einmal noch einen Vogel tauschen müssen. Alter. Linus? Genau. The skies belong to us. So. Hat jetzt den Gong ab, gell? There is no escape for you. Vakuumnieten? Wer nimmt den nächsten? Okay. 5, 4, Den habe ich. Und dann Vogel? Jordan auf dem... Achtung, Frosch! Der Hilfe Cooldown geht mit abspucken. Ja, ja, jetzt. Abspucken. Der macht mal einen Wechsel, ja? Absputten.
my will. Gut, gleich 19 Sekunden, 18. Halt nur ein bisschen durch. Achso, und HD wie vergessen sagen. Gut, kommt jetzt. 4, 3, 2, 1. So. Vogel. Vogel. Alle unter Vogel, bitte. Boah, was ist da? Tiger. Boah, was ist so ein beide zusammen? Alter. Raptoren. Ich spotte jetzt den Kimball ab, gell? Kommt der jetzt sofort. Spott. The wind is at our backs. Zum ersten Mal sehen. Ah, ich sag dir, wann spotten soll, gell? Warte noch. Ja, in 5 Sekunden bist du durch. So, jetzt halt umnieten. Jetzt abspotten. Umnieten. Nein, umnieten, ja. So, jetzt hat er den letzten und der Vogel eine. Dann habe ich den letzten fast. Und der Akunda bitte, der macht einen Kreis, den Boah, drinnen Heilung, stehen. ich bin tot. Dann jetzt der 10 voll da gelandet. Ja, das ist einfach Full Damage. Ein bisschen schneller hätte er liegen sollen. Wollte jetzt liegen können, alle. Da steht ja. Ja, das ist kein Ingenieur, der macht's. Data there that would have been essential to catch Das this nur einmal. player Oh, jetzt, ne? led to us making improvements Naja. before the system was live. With anything like that Ja, es ist trotzdem going die forward, it's going to be an even kritische higher Phase. priority for us to get those into players' hands from some point. Also wenn der Kimball da ist, die Dinos machen und bei den Dinos weg sind, HD. Dass wir ihn so schnell wie möglich down kriegen. And you know what, that's fantastic to hear. They really seem to have learned this lesson the hard way, but I'm glad they've learned it. Also wenn du richtig spotten würdest und du brauchst so lang, steigen automatisch die Stacks an, du wirst es nicht 100%ig hinkriegen, ne? Wohl. Da macht er einen Cleave nach vorne hin. Ja, schon, und dann hast du einen Stack, ne? Dann hast du einen Stack, genau. Next up, progressions. So we've already talked about the class stuff here, but Ian did say that Je länger der Kampf dauert, desto anstrengender ist es für die Heiler, stimmt. and permanently at endgame, and that Nashatar and Mechagon will be two new areas for the team to Ja. travel towards that are not tied to the core gameplay loops for each class. And really, this was fantastic for me. Wir werden anschließend beim Klo. This progression and gear Können wir vielleicht eine kurze Zigarettenpause machen? Oder ist das ungut? Wenn ich auch eine darf, and I think other Ja, ich meine, dann sind das schon mal zwei. wie schaut's mit Dios? ja, machen wir es noch, legen wir das und dann bin ich aber gleich auf. I think this is the really important stuff here. Ian said that they have learned less Also erst Zigarette oder erst legen? player agency and what types of progression. Keine Ahnung, wie deine Nerven ausschauen. Ah, 5 Minuten Pause, okay. Ja. Dann bis gleich. Ja, ist schon anstrengend, der Boss. Das kann man reden. Etwas. Anstrengend eher wenig, aber chaotisch wird's, ne? Also wir spielen mit 4 Heiler. Ja, das sind. Wie brav. Halt am schönsten ist, wenn gepult wird und der Vogel wenn er beim zweiten Mal landet, dass der erste Aspekt liegt. Und bei uns liegt er erst beim dritten Aspekt. Das heißt, entweder noch DPS dazu kriegen oder der Spieler ist, ich weiß nicht, wer alles bottet. Ich auf alle Fälle nicht, weil ich spiele mit einem Gammeltrink von mir.
My big hope here is that they understand that keeping up with a power curve is not satisfying progression, because it always feels like you're chasing an arbitrary game system and not carving your own path forward and progressing your own character. Again, it's that thing I mentioned earlier of designing the game from a player experience perspective instead of designing it from a almost purely problem-solving, strategic sort of level, which seems to be what they do. Blizzard love their grand strategies, like the AP curve, the, you know, technical implementing things that are not emotionally resonant with players. They don't really provide people with the emotional hit that you normally would get for progressing an RPG character. I think if Blizzard truly understand the difference here and embrace it moving forward, I could see myself playing more World of Warcraft for sure. Now, we went on to talk about the team and how in the past they felt burnt by the addition of systems and just the burden of those layered systems being in the game for a very long time. And that's very apparent with their design decisions, like artifacts and legendaries being disposable. And I think what they found out here is that once removed, that type of design feels quite bad indeed, especially because it somewhat shatters the glass for the next time they ask you to go through that system again. Having just lost artifacts, I think Hard Basel feels less exciting because you know you're going to lose it anyway. And that always is the case, but I just think it feels worse in the way that they've ended up implementing things with the external character progression. It's not like getting a new tier of talents where it's like, yep, I've got my new talent, that's now a part of my class. So essentially it is just him saying that, yeah, you know, not having those sort of longer-term permanent things, they're beginning to feel the downsides of that. Even going away from class design, imagine if the order halls were maintained, and maybe even designed in the first place, so that they were something that could have stayed relevant for years. That could have been a really nice rallying point for players over time. Anyway, in light of all of those problems, Ian did say this, that it doesn't mean that players don't still want cool new things to increase their characters' level as they go into new worlds and enter new expansions. He said, we need to be more willing than we have been in the last couple of years and expansions to make permanent additions to the game and accept that yes, there will be some untidiness down the road, but it'll be worth it because it's exciting for players. And I think this is so important. People want that out of an MMO, right? In an RPG, you're adventuring, you're supposed to be progressing and gaining new things. And this is exactly what I would want to hear from them. I've been harping on about the designers feeling very defensive and problem-solving oriented for quite a while now. It seems like the problem is that they've been making fear-based decisions in the design of their game. But here's the thing, if you make fear-based decisions, then you end up being defined by your weaknesses, not by your strengths. And I think that is an extremely important principle, both in life and also in game design, and it's likely one of the core missteps that Blizzard have made over the last while. Now, while you could bring up things like Mythic Plus as an example that somewhat goes against the statement that he made, because that was a major system, I think it's pretty clear that Ian is talking about things like the class design and player progression systems. So, yeah, the core of that stuff has all been defined by their fears over the last while. It seems like they've perhaps noticed that. They've maybe noticed it's been leading to them making poor decisions. And it's great to see that they know that. Darf ich kurz was vorschlagen? What they actually do with the next expansion, but the Ihr solltet in der Phase, wo wir unter dem Vogel stehen, mehr eure Dev-CDs usen und auch eure Healbots bzw. GS. Es wird hier fast keine genommen. Wenn Leute relativ low sind, sag ich mal, ist es halt immer kritisch. Ja, das ist... Und wenn Dinos verfolgt werden, sterben immer wieder Leute an Dinos. Einfach laufen, lauft weg. Ja, und vor allem alle auf die Dinos gehen. Ich habe den Eindruck manchmal, wenn ich weglaufe, dass der ewig lebt. Und bitte keine Debuffs dispellen. Hier meistens am Anfang werden Dispel rausgehauen und dann sind 4-5 Leute quasi anmachen. Da ist aber jetzt nur gemeint diese kleinen Dinos. Also wenn die Leute verwandelt sind in Dinos, das nicht dispellen. Lasst sie einfach. Genau. Aber von den Raptoren schon die Buffs runternehmen, damit die nicht so schnell rennen. Richtig. Ja. Da kommen wir sehr die 10. Ja, das war schon.
Ja, und schmeiß keinen BR raus für einen Heiler. Hat eigentlich einen Heiler zu viel. Ja, na, schauen wir mal. Start is ready. Five, 4, 3, 2, 1. Play for the pack! The skies belong to us! There is no escape for you! Ich Spot. The skies belong to us! There is no escape for you! 5, 4, Der Vogel. 2, 1. Damage noch. Wieder. You look right at home, crawling on your beds! Linus. The skies belong to us! Hinter den neuen, gell? Der kommt. Okay. Der Kimbo, ne? No escape for you! Oh, umklatschen. Sehr gut. So spottest du mich ab. Gleich, sofort, jetzt, sofort. Abspotten. So knapp. 3, Der Vogel bitte. 1. Und auf den Frosch aufpassen. Wind is at our backs! Only the strong survive! Abspotten. Linus bitte machen. Feel your blood! Wenn ein Stack abbrennt, dann spotte ich ab, gell? Belong to us! AT bitte. Bot kommt jetzt. Spill your blood! 5, 4, 3, 2, 1. Aber das noch mit den Dingern. Und der Vogel bitte. The wind is at our backs! Rend your flesh! Linus. Only the strong survive! Feel your blood! Und Nietzsche abspotten. The wind is my will! Rend your flesh! Jetzt haut sie um. Ah, Muss jetzt liegen, ja? Sonst wird's katastrophal werden für die Tanks. Auf Corel. Wolltest du dann gleich Parkour ab und ich hol mir einen neuen? Oh nee, lass, du holst den neuen.
Der Vogel. Wolltest du dann gleich Parkour und ich hol den Oh nee, lass, du holst den neuen. Der Vogel. Wolltest du dann gleich Parkour und ich hol den Oh nee, lass, du holst den neuen. Der Vogel. Wolltest du dann gleich Parkour und ich hol den Oh nee, lass, du holst den neuen. The fact that some of these philosophies are beginning to shift and change is an extremely good thing to hear. Oh yeah, also Ian talked about portals. He didn't really say anything new in the PC Gamer interview, I believe. I really wish he would just talk about, you know, people not having reasons to go out into the world, and that's why the world feels small. And if you haven't watched the most recent video on the channel, I know there was a, you know, a heated response to that, which I actually really do appreciate. And but towards the end of it, there was a point about a sort of a way to make Azeroth itself a lot more fun. Also, ihr werdet getroffen von Zerfleischen, von den, ihr werdet getroffen vom Frosch. Ganz am Anfang war einmal im Melee Camp und einmal im Range Camp. Zumindest 5 Leute getroffen. Na gut, deswegen ein Zerfleisch muss ich dazu sagen, hängt immer von der Gruppe weg und ich sehe es, dass immer die Days hinter mir trotzdem stehen. Wenn die Raptoren kommen, ja, rennen sie hinter mir und dann werden automatisch halt irgendwann einmal getroffen. Ne? Das ist halt so. Halt nicht die Days halt auch ein bisschen schauen, dass sie nicht hinterm Tank stehen. Ne? Ich stehe schon ziemlich außerhalb dann vom Kreis, ne? Dass dann immer noch hinter mir die Ts stehen, ne? Dafür kann ich aber nichts, ne? Müssen die Ts halt auch schauen, aber das kann nicht immer nur der Tank schauen, müssen die Ts auch selber mal ein bisschen, ne? Ausweichen und nicht da stehen, dass sie nicht stehen sollten. Mages and space, you can check out this month's Patreon. Five, 4, 3, 2. More play for the power! The wind is my will. Look right at home, crawling on your bellies. Was kommt jetzt? No escape for you. The ship of vermin stoops. Der Vogel. 1. Damage noch. Wieder gut, Damage ab. Der Frosch. The ship of vermin stoops. Dinos. The wind is at our backs. Was spottest du mir ab? Ich nehme dann Kimbull. Hol aber auch. 5, 4, 3, Der Vogel. 1. The skies belong to us.
Wir stehen nebeneinander jetzt. Hä? Ist der Tank tot? Bin ich so tot? Nee. Nee. So, ein Stack nehme ich noch. So, jetzt spotten. Mit Ding spotten jetzt. Mit Ding spotten. Minus. The wind is at our backs. Spill your blood. Five, four, three, Und der Vogel. 2, 1. Nach der Phase spotte ich die ab, gell? Ja, kein Problem. Naja, was nicht so richtig, ich bin tot. Also der was angesprungen wird, dann muss er sich eigentlich woanders hinstellen. Der hat gerade die ganze Gruppe gesprengt. Ja, weißt du, so das passiert ist? Weil der Miniboss vorher zu früh gestorben ist. Nein, ist ja vollkommen egal. Die ganze Gruppe sammelt sich in einen Punkt und die, was markiert sind, die stehen auf der anderen Seite vom Kreis. Da eigentlich gar nichts. Nein, ist normalerweise sammeln sich unter dem Boss alle und die, was halt markiert sind, die was angesprungen werden, stehen quasi vor dem Boss, am Rand vom Kreis. Und dann bringst du auch keine Leute weg. Alle Leute unter dem Boss sammeln direkt, also das ist ein Kreis. Der Boss steht einfach ganz drunter stehen und die, was angesprungen werden, quasi was einen roten Pfeil am Kopf haben, die stellen sich einfach weg von der Gruppe, auch im Kreis, dass sie nicht sterben. Doch kein Problem, wann wer stirbt. Können wir noch einen Report haben? Geht es? Steht. Dankeschön. Bitte. Ja. Könnt ihr mich nochmal kurz supporten? Jetzt haben wir zu viel Heiler, dann tue ich da wohl auf die D-Specken. Geht schon.
5, 4, 3, 2, 1. More play for the pack! The wind is my will. There is no escape for you! Wir haben, glaube ich, Disconnect. Ich verstand nicht. Auch. Oh, geht weiter. Linus, Okay. Crawling on your belly! There is no escape for you! 5, 4, 3, und der Vogel. 1. There is no escape for you! Linus, The skies belong to us. You look right at home crawling on your belly! Five, 4, 3, 2. Vogel. The skies belong to us. You look right at home crawling on your belly! Dann gleich Kimball, wenn er kommt. My hunt has ended. The wind is at our backs. Your best. Spotten. 5, 4, 3, 2, 1. The wind is my will. Der Spott kommt jetzt. Ah, ist der Knochen rausgekommen. The wind is my will. Food for the sorry. Spill your blood. Down. 5, 4, 3, 2, 1. Also ich hab da. First to die. The wind is my will that first to die.
Boah, ein Track kann ich noch, aber dann muss ich echt. Ja, dann mach mal Last Try. Morgen hat die am Anfang. Eh? 5, 4, 3, 2, 1. More play for the pack! Rotieren einfach haben. Jo, machen wir. Achoo! Like a palm crawling on your belly! Disconnect. Verdammt. Dios. Oder? Was kommt? There's no escape for you! You look like a palm crawling on your bellies! 5, 4, 3, 2, 1. Sind wir ja da übrigens. Kinder. Only the strong survive. Vogel und den Boss gekillt. Fools are the first to die. Food for the solid. Geil. Die, heretic. Fools are the first to die. The wind is my will. Fools are the first to die. Ja, dann lassen wir es gut sein für heute. Ja, noch weit geht's eh länger, ich muss morgen wieder früh raus, das ist voll gaga jetzt, aber. User disconnected from your channel. Müssen wir das nächste Mal überlegen, ob wir wieder verlängern oder nicht doch vielleicht noch einmal von vorne beginnen. Können wir das nächste Mal schauen. Halt abstimmen, ne? Ja. Euch noch einen schönen Abend. Ja, danke gleich. Jo, danke. Ciao. Danke, ciao. Danke, tschüss. Danke fürs Mitnehmen. User Tschüss. disconnected from your channel. Gerne, ciao. Disconnected from your channel. Jo, Disconnected macht's gut, from bis your dann. channel. Ciao. Es schaut, dass Charles nicht da ist. Disconnected.